Moin und willkommen zu einem neuen Video bei Comex.io. Bei euch mal wieder Levin aus dem Customer Success Team. Schön, dass ihr mit am Start seid. Heute geht es um das Sales Script im B2B und wie wir dieses Tool seit mehr als 3 Jahren nutzen, um mit kalten Leads Demo-to-Deal-Closing-Rates von im Schnitt über 20% und Dealzyklen von 14 Tagen zu erreichen. Und das alles bei einem Ticket von 40.000 bis 80.000 Euro im Schnitt. Bleibt heute unbedingt bis zum Ende dran. Dann lernt ihr nämlich, wie ihr ein Sales Script nutzen könnt, um Nummer 1, euren Sales-Prozess zu standardisieren, sodass jede Demo die gleiche hohe Qualität hat und so selbst unerfahrene Sales-Mitarbeiter innerhalb der ersten 30 Tage schon die ersten Deals abschließen können. Zweitens, um sicherzustellen, dass ihr nicht hunderte, tausende Euro in scheiternde Sales-Mitarbeiter investiert, die dann sowieso wieder gehen müssen. Und drittens, wie ihr damit nicht nur die Conversion Rates in eurem Funnel optimieren, sondern auch gleichzeitig euren Sales Cycle auf wenige Wochen reduzieren könnt. Also, let's get to it. Wieso ist das Sales Script so essentiell? Um euer Sales Team vorhersehbar und profitabel zu skalieren. Mit einem guten Skript kann jede Person, die lesen kann, auch verkaufen. Nicht umsonst wird diese Methode in den meisten skalierten B2B-Sales-Organisationen, aber auch in jedem großen Franchise, wie zum Beispiel 7-Eleven, KFC oder McDonald's eingesetzt, um komplett unerfahrene Franchisees in wenigen Monaten zu Store-Managern zu machen, die Millionen Umsätze einfahren. Außerdem sorgt das Skript dafür, dass ihr kein Geld mit überqualifizierten Sales-Mitarbeitern verschwendet, die dann ihr Netzwerk mitbringen, aber letzten Endes einfach nicht performen und zu häufig nach einem halben Jahr wieder gehen müssen. Stattdessen heiert ihr junge, hungrige Leute, die lernwillig sind und leicht zu trainieren sind. Unsere besten Growth Consultants zum Beispiel closen 1 Million Euro innerhalb der ersten 12 Monate und allesamt sind sie noch in ihren 20ern. Die meisten hatten nicht mal irgendwelche Berührungspunkte mit B2B-Sales, geschweige denn 1 Minute Erfahrung in Sales Calls, bevor sie bei Comex angefangen haben. Bei Comex bekommt jeder neue Growth Consultant in der ersten Woche im Onboarding die Aufgabe, das Skript 100 Mal laut vorzusagen. Danach lassen wir ihn oder sie dann auch schon auf die ersten Demos los. Und im Schnitt 25 Tage später kommt dann der erste Deal rein zwischen 40 und 60.000. Das Skript wird aber nicht nur von neuen Reps eingesetzt. Ganz im Gegenteil. Unsere besten Mitarbeiter halten sich auch bei Deal Nummer 100 noch genau ans Skript und haben es auch in jeder Demo offen. Auch wenn sie nach tausenden Gesprächen das ganze Skript natürlich komplett auswendig können. Das Skript gibt nämlich unglaubliche Sicherheit und erlaubt ihnen, sich auf die Delivery und nicht auf den Inhalt zu konzentrieren. Nur mit Skript kann ein Rep, egal wie erfahren er ist, 5 60-minütige Demos am Tag machen und auch im letzten Gespräch um 17 Uhr noch genau die gleiche Performance hinlegen wie morgens um 8. So, jetzt fragt ihr euch vielleicht, hey, das ist alles schön und gut mit dem Skript, aber ich habe aktuell nicht mal 5 Demos in der Woche, geschweige denn am Tag. Wie soll ich das Ganze jetzt überhaupt testen? Und in dem Fall schaut euch gerne mal unseren Content zum Thema Message Market Fit an. Und wie ihr über diese Methode mit komplexen B2B-Produkten in 3 bis 6 Monaten eine vorhersehbare 6- bis 7-stellige Pipeline mit Dutzenden Terminen pro Woche erreicht. Wir verlinken euch die Links hierzu mal unten in der Beschreibung, dann könnt ihr euch das Ganze in Ruhe anschauen. Alright, jetzt wissen wir also, dass wir ein Skript brauchen. Aber wie genau schreibt ihr denn jetzt für eure Produkte ein performantes Skript? Keine Sorge, ich leite euch jetzt noch durch die Struktur, die unsere Reps seit mehreren Jahren verwenden, um Hunderttausende Euro Umsatz pro Monat zu generieren und welche wir bereits bei hunderten B2B-Kunden implementiert haben. Also, das Skript ist in 5 Bereiche zu unterteilen, welche für die besten Resultate in genau dieser Reihenfolge befolgt werden. Der erste Bereich ist Setting the Scene. Hier übernehmt ihr direkt die Kontrolle und definiert die Agenda des Calls. Oftmals gewinnt oder verliert ihr den Call bereits hier. Es ist also essentiell wichtig, hier sofort Vertrauen und Statusdelta mit eurem Prospekt aufzubauen. Besonders weiche Faktoren, wie zum Beispiel Körperhaltung und Tonlage, haben hier eine hohe Wichtigkeit. Der zweite Bereich ist dann die Qualifikation. Die Qualifikation hat 2 Ziele. Nummer 1, alle Informationen über den Prospekt einholen und verstehen, ob ihr ihm überhaupt helfen könnt. Und Nummer 2, den Prospekt zu engagen. Er sollte also 80% der Zeit sprechen. Dieser Teil ist essentiell.
Wenn ihr nicht qualifiziert, dann pitcht ihr ins Dunkle hinein und die Wahrscheinlichkeit für einen Close sinkt gegen 0. Der dritte Bereich ist dann die Transition. Insofern ihr also zusammenpasst, leitet ihr hier den Prospect von der Qualifikation in den Pitch. Die Aussage ist, dass wir hier nicht mit jedem zusammenarbeiten, sondern mit den Leuten, mit denen wir zusammenpassen. Und genau bei ihm, bei eurem Prospect, passt es jetzt perfekt. Die Transition erzeugt das Gefühl, wow, das ist ja die Lösung genau für mein Problem. Im vierten Bereich geht es dann um Status Delta und eure Personal Story. Hier establisht ihr euch als Experte in eurem Fachgebiet. Niemand kauft nämlich etwas von jemandem, der gefühlt weniger Ahnung hat als er selbst. Wir nennen das Status Delta. Ihr nutzt hierfür euren Werdegang, eure Credentials und ganz, ganz wichtig, Case Studies. Im nächsten Bereich, wenn ihr das Vertrauen jetzt aufgebaut habt, geht es an die Thesis. Die Thesis ist eure Religion, die zugrunde liegende Wahrheit über die Realität und das Problem eures Prospects, an die er glauben muss, damit er eure Lösung kaufen kann. Jedes starke Produkt hat eine starke Thesis. So, der sechste Bereich nach der Thesis ist jetzt der Mechanism. Der Mechanism ist euer Produkt oder Service, also die Art und Weise, wie ihr jetzt die in eurer Thesis beschriebene Zielsetzung erreicht. Hier erklärt ihr, wie eure Plattform, euer Approach, eure Software, euer Service funktioniert und was euch besonders macht. Ihr demonstriert immer wieder die zu erreichenden Resultate und anhand von konkreten Beispielen leitet ihr den Prospect durch. Am Ende des Mechanisms müsst ihr den sogenannten Thesis Buy-in erreichen. Ja, das bedeutet, euer Prospect stimmt euch zu, dass eure Thesis seine Lebensrealität und Problemlage akkurat beschreibt und dass eure Lösung ihm jetzt auch helfen kann. Das heißt, dass sie in der Lage ist, die beschriebenen Resultate zu erreichen. So, der siebte Bereich ist dann das Onboarding. Hier leitet ihr euren Prospect durch die Zusammenarbeit. Wann geht es los? Wie lange bis zum Start? Was muss ich vorbereiten? Wie stellen wir den Erfolg sicher? Wer betreut mich? Und so weiter. Ziel ist, dass alle Fragen beantwortet werden, die sowieso immer wieder aufkommen. Und dass der Prospect engaged und sich damit auseinandersetzt, wie er euer Produkt oder Service einsetzen würde. So, kommen wir zum letzten Bereich, nämlich zur Offer und zum Pricing. Hier clost ihr jetzt den Prospect. Aber auch hier springt ihr nicht direkt zum Preis. Zunächst mal fangen wir an mit dem Anchoring. Ihr ankert also, das bedeutet, ihr geht kurz durch die Alternativen, die es gibt, um das gleiche Problem zu lösen und stellt einmal vor, wie teuer diese sind. So wirkt euer Produkt im Vergleich günstig zum Anchor. Die Zahlen sollten aber natürlich realistisch sein. Als nächsten Schritt machen wir das Feature Dumping. Ihr erklärt also hier, was der Prospect bei euch im Angebot bekommt. Ihr zeigt all die verschiedenen Dinge, die er dazu bekommt, wenn er unterschreibt. Und dann im letzten Schritt kommen wir zum Pricing. Hier zeigt ihr einmal eure Pakete und im Idealfall gibt es ein rundum sorglos Paket, das ihr immer wieder verkauft und gegebenenfalls noch ein kleineres Paket, wenn euer Gegenüber etwas weniger Budget hat. Der Prospect muss einfach nur noch zuschlagen und hat alles mit dabei. Perfekt für ihn vorbereitet. Es gibt keine Special Deals, Verhandlungshebel habt ihr immer vordefiniert. Wenn ihr wirklich ein Problem für eure Zielgruppe löst und euch von der Competition differenziert habt, dann gibt es keine Chance, dass ihr mit diesem Skript nicht eure Ramping Times und Closing Rates massiv optimieren werdet. Aber nehmt mich nicht beim Wort, sondern probiert es einfach mal aus. Gebt einem smarten 20-Jährigen mit Drive ein validiertes Skript, eine Commission-heavy Gehaltsstruktur und Zugriff auf Leads und schaut mal, was passiert. Wenn ihr jetzt Probleme habt, die richtigen Talente für eure Salesmannschaft zu erreichen und auch anzustellen, dann schaut euch gerne mal das letzte Video zum Comex Outbound Hiring Prozess mit unserem CEO Philipp an. Wir haben euch das in der Beschreibung unten einmal verlinkt und da leitet er euch durch den gesamten Prozess. Wenn ihr auf der anderen Seite weder Zugriff auf Leads habt und euch vielleicht auch fragt, wie so ein Skript nach der beschriebenen Struktur jetzt in eurem spezifischen Case aussehen würde, dann bucht euch doch am besten mal hier einen Call mit einem unserer Growth Consultants. Die holen euch dann einmal ab und finden heraus, ob unser System auch bei euch funktionieren kann. Denn im Comex-Programm sorgen wir erst dafür, dass ihr jede Woche einen vollen Kalender habt mit relevanten Meetings und bauen dann mit unseren Kunden auch das perfekte Skript, sodass eure Salesmannschaft anfangen kann, wieder jeden Monat neue Rekorde einzufahren. Sag mal, Andreas, was ist das jetzt? Ja, das war's. Beziehungsweise noch eine Sache, das Auto fehlt. Ah ja, okay.
Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonniere unseren Kanal und drück die Glocke, sodass du kein Video mehr in der Zukunft verpasst. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann sende uns die direkt in einen Kommentar unter diesem Video. Hast du das, Marc? Ja. Okay. Cool.